Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Boost Beyond, deinem Zentrum für persönliche Finanzen und Selbstentwicklung mit unterhaltsamem Roguelike Gameplay im Hintergrund. Im heutigen Video sehen wir das Spiel FTL, Faster Than Light, ein Spiel, in dem wir unserem Raumschiff, einen hochmodernen Prototypen, auf der Flucht vor den Rebellen zum Hauptquartier der Föderation bringen müssen. Immer versucht, unser Schiff und die Crew zu verbessern und nicht auf das falsche Pferd zu setzen. Die Kämpfe können sehr unübersichtlich werden, aber dafür kann man jederzeit pausieren. Wie im Spiel möchte ich dir durch meine Erfahrungen auf deiner finanziellen Reise und bei deinem persönlichen Wachstum helfen, während wir gemeinsam leveln. Wenn du neu hier bist, drück gern den Abonnier-Button und wenn es dir gefällt, auch den Like-Button, damit diese Videos mehr Leuten empfohlen werden können. Das heutige Thema wird sein 2% Inflation versus Deflation. Warum wird Deflation verteufelt und wie Bitcoin helfen kann? Warum zielen Zentralbanken auf genau 2% Inflation pro Jahr ab und nicht auf 0%, wo Preise stabil bleiben würden? Was passiert eigentlich bei Deflation, wenn alles günstiger wird? Klingt doch super, oder? Warum wird das immer als der größte Bösewicht dargestellt? Gibt es wirklich eine Alternative zu unserem Inflationsspiel? Und könnte Bitcoin das sein, was uns vor der ständigen Entwertung schützt? Stell dir vor, dein Geld würde mit der Zeit mehr werden, nicht weniger. Ist das Utopie oder ist das machbar? Bleib dran, ich erkläre dir alles so, wie ich es mir auf meiner eigenen finanziellen Reise erklärt habe. Jedoch ein wichtiger Disclaimer am Anfang, das hier soll keine Finanzberatung sein. Alles, was ich erzähle, ist meine persönliche Meinung, mein aktueller Wissensstand und meine eigene Interpretation. Wenn du größere finanzielle Entscheidungen treffen willst, hol dir bitte einen unabhängigen Finanz- oder Steuerberater. Okay, jetzt geht's los. Warum zielen die Zentralbanken also immer auf diese 2% Inflation pro Jahr ab und nicht einfach auf 0%, wo alles schön stabil bleiben würde? Und was bewirkt Deflation eigentlich? Warum reden immer alle so negativ darüber? Und könnte Bitcoin da eine echte Alternative sein? Super Fragen. Das hat mich selbst lange beschäftigt. Ich erkläre dir das so, wie ich es mir über die Jahre selbst klar gemacht habe, mit ein paar persönlichen Anekdoten dazwischen. Zuerst einmal zum 2%-Ziel. Warum nicht 0%? Das ist keine willkürliche Zahl. Die EZB, die Fed und fast alle großen Zentralbanken haben das in den 1990er Jahren eingeführt. Der Hauptgrund dahinter? Ein kleiner Puffer gegen die Deflation. Bei 0% Inflation hast du null Spielraum, wenn die Wirtschaft mal kippt. Zinsen können nicht unter Null gehen oder nur mit Tricks. Also brauchst du ein bisschen Inflation, um in Krisen die Realzinsen negativ zu machen und die Wirtschaft anzukurbeln. Der zweite Grund sind Messfehler. Inflation kann nicht perfekt gemessen werden. Da sind immer so 0,5 bis 1% Ungenauigkeiten drin. Also fühlt sich die 2% wie echte Stabilität an. Der dritte Grund, sogenannte Sticky Wages, also Löhne sind klebrig. Firmen hassen es, Löhne kürzen zu müssen. Das demotiviert. Kann man sich auch gut selbst ausmalen. Bei milder Inflation kannst du die realen Löhne senken, ohne nominal diese abzuschneiden. Das macht Anpassungen sehr viel leichter. Und schließlich der vierte Grund, Schuldenabbau. Inflation hilft Staaten und Schuldnern, ihre Schulden zu entwerten. Das ist quasi eine versteckte Steuer. Bei 0% müssten sie ehrlicher sparen und die Steuern erhöhen. Aus meiner eigenen Entwicklung kann ich sagen, früher habe ich das gar nicht gecheckt. Ich dachte, 2% Inflation, kein Ding, das merke ich doch gar nicht. Und dann kam 22 mit 8 bis 10% Inflation nach Corona und plötzlich war mir klar, das Ziel ist nett, aber wenn es schief geht, zahlen die Normalos die Zeche. Das hat mich auch zu Bitcoin geführt, mehr dazu später. Jetzt erstmal zur Deflation. Was bewirkt die eigentlich? Deflation ist das Gegenteil von Inflation. Preise fallen allgemein. Dein Geld wird mit der Zeit mehr wert. Klingt erstmal klasse, oder? Du sparst und in einem Jahr kaufst du mehr damit. Aber in der Praxis kann das problematisch werden. Erstens, die Schulden werden real schwerer.
Deine Kreditkarte bleibt gleich, aber dein Gehalt könnte sinken oder halt auch nicht steigen. Zweitens, die Verbraucher warten. Warum sollte ich heute kaufen, wenn es morgen günstiger ist? Somit bricht die Nachfrage ein, Firmen kaufen weniger, es gibt Entlassungen, noch weniger Nachfrage, Spirale. Der dritte Punkt, die Investitionen stocken. Firmen denken, warum jetzt bauen, wenn es später billiger ist? Wirtschaftswachstum wird gebremst und so weiter. Und der vierte Punkt, Bankenprobleme. Bei Deflation sinken real die Zinsen. Kredite werden teurer und weniger Investitionen werden getätigt. So viel zur Theorie. Wir werden aber sehen, dass diese Probleme hauptsächlich dann auftreten, wenn vorher eine große Inflation die Probleme erst aufgebaut hat. Und warum wird die Deflation nun immer verteufelt? Weil sie in der Geschichte oft mit Krisen einherging. Ein Beispiel daran war die große Depression von 1929 bis 1933. Die Preise fielen um 30%. Arbeitslosigkeit explodierte. Ein weiteres Beispiel ist Japan in den 1990er Jahren. Milde Deflation, stagnierende Wirtschaft, alternde Gesellschaft. Die verlorenen Jahrzehnte. Ökonomen, insbesondere Keynesianer, sehen Deflation somit als Teufelskreis. Einmal drin, kommt man nie wieder raus. Sie argumentieren deswegen, leichte Inflation hält die Räder am Laufen, motiviert zu Ausgaben und Investitionen. Bei 0% oder Deflation sitzen alle auf ihrem Geld und warten. Aber ist dann die Deflation nun immer böse? Nicht unbedingt. In Sektoren wie Tech ist Deflation ganz normal. Computer werden günstiger, weil Produktivität steigt. Wenn Deflation durch Innovation kommt, also mehr Output bei gleicher Geldmenge, ist sie sehr gut. Sie belohnt Sparer und die Effizienz. Das Problem ist nur, wie bereits erwähnt, die schuldengetriebene Deflation in Krisen, der eine starke Inflation vorangegangen ist. Hier ist meine Sicht, in einer Welt ohne riesige Staatsschulden könnte Deflation echt super sein, denn Geld wächst von ganz allein. Und genau da kommt nun Bitcoin ins Spiel, als Alternative zur Inflation. Bitcoin ist vom Design her schon deflationär. Nur 21 Millionen Coins, niemals mehr. Die Geldmenge wächst langsamer als die Wirtschaft. Das bedeutet, langfristig sollten die Preise in Bitcoin fallen, denn mit Bitcoin kaufen mehr. Es ist kein Drucken möglich, es ist dezentral, transparent. Im Gegensatz zum Fiat, wo Zentralbanken immer mehr erzeugen können, um Schulden zu bedienen. Bitcoin belohnt die Sparer, nicht die Schuldner. Meine Entwicklung bei Bitcoin war die folgende. Angefangen habe ich mit Krypto 2021, als die Fed Milliarden druckte. Jedoch erst mit den meisten Altcoins, die größere Gewinne versprachen. Das ist ganz klassischer Verlauf. Aber ich denke, so kommen halt viele zu diesem Themenfeld. Zuerst war ich bei Bitcoin recht skeptisch. Es ist so volatil, regulatorisch unsicher. Aber je mehr ich verstanden habe, dass unser System auf ständiger Inflation basiert und damit auch Entwertung, desto attraktiver wurde Bitcoin. Heute ist ein Großteil meines Portfolios. Altcoins und ETFs habe ich so gut wie komplett verkauft. Hier jedoch der wichtige Tipp für den Anfang. Fang klein an. Mit DCA, Dollar Cost Averaging. Kauf regelmäßig kleine Beträge. Egal ob hoch oder tief. Lerne mehr über die Wallets, zum Beispiel Hardware wie Trezor oder Bitbox. Und steuerliche Regeln in Deutschland. Und fürs Verständnis noch ein kleiner Roguelike-Vergleich. Inflation ist wie ein Debuff, der deinen Charakter langsam, aber unaufhaltsam schwächer macht. Deflation könnte ein Buff sein, aber in der falschen Welt ein Fluch. Bitcoin ist wie so ein Rare Item, das dich über das Standardlevel hinaus boostet. Dezentral, knapp und zukunftssicher. Jetzt habe ich noch ein paar Tipps für dich. Tipp 1. Berechne deine reale Inflation, nicht die offizielle. Track deine Ausgaben, also Miete, Essen, Energie. Oft sind diese höher als 2%. Tipp Nummer 2. Diversifiziere. Am Anfang nicht alles in Bitcoin, aber einen Teil in deflationäre Assets wie Gold und Bitcoin und das schützt. Tipp Nummer 3.
Nutz die Inflation zu deinem Vorteil. Nimm günstige Kredite für produktive Investments, zum Beispiel eine Immobilie, die mitwachsen. Und Tipp Nummer 4, bilde dich weiter. Lies zum Beispiel der Bitcoin-Standard oder schau dir auch Reports von der EZB an. Das hat mir langfristig sehr geholfen, vom passiven Sparer zum aktiven Builder zu werden. Zusammenfassend kann man nun sagen, 2% ist ein Kompromiss. Stabil genug, aber flexibel für Krisen. Deflation wird verteufelt, weil sie in schuldenlastigen Systemen eine Spirale triggert. Aber in einer gesunden Wirtschaft könnte sie echt top sein. Bitcoin bietet diese Alternative. Deflation näher und dezentral. Ein Weg raus aus der Inflationsfalle. Was denkst du? Würdest du in einer deflationären Welt leben wollen oder findest du diese 2% eigentlich okay? Schreib's mir gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und abonniert den Kanal, damit er mehr Leuten vorgeschlagen werden kann, um auch deren Investitionsverhalten und langfristiges Denken zu verbessern. Ich werde das Gameplay wie bei den letzten Malen noch etwas weiterlaufen lassen. Lasst mich gern wissen, ob euch das gefällt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.